Schau dir an, welch niedliche Schleife wir heute machen aus ganz gewöhnlicher Zeitung. Solch ein charmanter Akzent eignet sich sowohl als festliche Deko als auch als interessante Verzierung für andere Produkte. Ich wollte sie übrigens an ein Haargummi oder eine Haarspange befestigen, aber ich habe die Größe etwas verfehlt. Sie ist etwas größer geworden, als ich geplant hatte. Komischerweise habe ich dafür aber andere Pläne für diese Schleife bekommen. Daher zeige ich dir schnell, wie du diese Niedlichkeit herstellst und du entscheidest dann selbst, was du damit verzierst. Hallo! Mein Name ist Katharina und du bist auf dem Kanal, wo gewöhnliche Zeitung zu erstaunlichen Dingen wird. Wenn du gerne mit den eigenen Händen aus einfachen Materialien kreierst, gib diesem Video ein Like und abonniere den Kanal, um noch mehr DIY-Ideen aus Zeitungen nicht zu verpassen. Nun, wir fangen an. Bevor wir zum eigentlichen Flechten kommen, erzähle ich dir kurz, wie man das Hauptmaterial, die Zeitungsröhrchen, vorbereitet. Zuerst schneiden wir die Zeitung oder Werbebroschüren in gleiche Papierstreifen und drehen sie auf eine Stricknadel auf. Übrigens, auf meinem Kanal gibt es super detaillierte Tutorials zu jedem Schritt der Verwandlung von Zeitung in Röhrchen zum Flechten. Die Links habe ich in der Beschreibung unter diesem Video hinterlassen. Für dieses Projekt brauchte ich ungefähr 60 Röhrchen. Die Parameter siehst du auf dem Bildschirm. Wenn die benötigte Menge an Röhrchen fertig ist, gehen wir zum nächsten Schritt über, dem Färben. Es eignen sich alle Farben auf Wasserbasis. Auf meinem Kanal gibt es sowohl ein detailliertes Tutorial zum Prinzip des Färbens selbst, als auch fertige Videorezepte mit genauen Farbproportionen. Diesmal habe ich mein Rezept einfach wiederholt und die Farbtöne leicht verändert. Und das Ergebnis ist toll geworden. Ehrlich gesagt habe ich noch kein Video speziell zu dieser Farbe gemacht und ich bin mir nicht sicher, ob ich es tun werde. Schließlich ist im Grunde alles dasselbe, nur die Farbe ist anders. Wenn dich interessiert, welche Farben ich genau verwendet habe, schreib es in die Kommentare. Wenn ich Feedback bekomme, mache ich ein Videorezept genau zu dieser Farbe. Okay, weiter geht's. Unsere Röhrchen sind schon fast bereit zum Flechten. Vor dem Start müssen sie etwas befeuchtet werden, damit sie flexibel und geschmeidig werden. Dazu tauche ich die vollständig trockenen Röhrchen einfach in warmes Wasser, bis sie weicher werden. Dann verpacke ich den Großteil der Röhrchen in ein Material, das keine Feuchtigkeit durchlässt, und lasse die Spitzen außen, bis sie vollständig getrocknet sind. Sobald die Spitzen vollständig getrocknet sind, kann mit dem Flechten begonnen werden. Das Schleifchen kann eigentlich auf mehrere Arten geflochten werden. Ich zeige die Variante, die aus 2 Teilen besteht. Meiner Meinung nach ist das einfacher. Damit beide Teile identisch werden, habe ich eine einfache Schablone der Form gezeichnet, die ich flechten möchte. Und um den Prozess noch einfacher zu machen, empfehle ich, auf einem Stück Styropor zu flechten. Dort lassen sich Stecknadeln leicht einführen, sie helfen, die Röhrchen zu fixieren und ihre Position zu kontrollieren. Und noch ein kleiner Lifehack. Beim Flechten von flachen Formen kann in einige Röhrchen Draht eingefügt werden. Ich nehme einfach einen Draht mit einem Durchmesser von 1 mm und stecke ihn in 2 Röhrchen. Sie werden meine äußeren Ständer sein. Ich platziere sie auf der Schablone und befestige sie mit Stecknadeln, damit sie nicht verrutschen. In die Mitte der Form füge ich noch einen Ständer hinzu, so wird das Flechten etwas strukturierter. In den zentralen Ständer muss nicht unbedingt Draht eingefügt werden. Wenn alle Ständer installiert sind, kann mit dem Flechten begonnen werden. Ich beginne von der Mitte. So ist es für mich bequemer. Ich nehme ein neues Zeitungsröhrchen. Ach ja! In meinem Kopf nenne ich das Röhrchen, mit dem ich die horizontalen Reihen flechte, immer Arbeitsröhrchen. Das Arbeitsröhrchen führe ich unter die äußeren Ständer und über den zentralen. Schau, eine Spitze, die ziemlich lang ist, lasse ich außen hervorstehen. In meinem Fall ist das die linke. Und mit der rechten Spitze flechte ich weiter. Weiter ist alles einfach. Das Flechten ähnelt einem Staffverlauf hin und her, bis wir die gewünschte Höhe erreicht haben. Die Hauptsache ist, die Position des Arbeitsröhrchens abzuwechseln. Wenn es in der vorherigen Reihe über dem Ständer verlief, dann in der nächsten darunter. Wenn das Arbeitsröhrchen kurz wird, keine Panik, es lässt sich leicht verlängern. Die Verlängerung der Länge ist immer gleich. In das breite Ende des neuen Röhrchens geben wir etwas Alleskleber.
Die kurze Spitze spitzen wir an und stecken das alte Röhrchen bis zum Anschlag in die breite Spitze des neuen Röhrchens. Fertig, das Arbeitsröhrchen ist wieder lang. Falls nötig, habe ich auch ein super detailliertes Video zur Verlängerung der Länge der Zeitungsröhrchen auf dem Kanal. Den Link dazu und zu anderen Tutorials findest du in der Beschreibung. Wir flechten weiter. Übrigens, wie du vielleicht bemerkst, bei den Wendungen mache ich eine zusätzliche Umwicklung um den äußeren Ständer. Das ist nicht zwingend notwendig, aber ich finde, so sehen die Kanten des Schleifchens ordentlicher aus. Das war's im Prinzip auch schon, wir flechten bis zur gewünschten Höhe. Ich zeige jetzt noch ein bisschen den Prozess, damit alles anschaulicher ist. Und während ich flechte, teile ich ein kleines Geheimnis zur Verlängerung. Schau, am besten verlängert man das Röhrchen im Bereich des zentralen Ständers. Warum? Weil die Stoßstelle immer eine kleine Schwachstelle ist, besonders solange der Kleber noch nicht ganz trocken ist. Wenn die Verbindung auf eine scharfe Biegung trifft, kann das Röhrchen einfach herausschlüpfen. Deshalb ist die ideale Variante, die Verlängerung dort zu machen, wo es keine Biegungen gibt. Und in unserem Fall ist das genau der zentrale Ständer. Und wenn du möchtest, dass das Schleifchen nicht nur ordentlich, sondern richtig schick aussieht, kannst du dir etwas Mühe machen und die Stoßstellen immer an derselben Stelle platzieren. Zum Beispiel hinter dem zentralen Ständer. Später, wenn wir das Teil biegen, wie das Band eines Schleifchens, können wir diese Seite zur Innenseite machen, also alle Stoßstellen innen verstecken. Und dann wird das Schleifchen maximal glatt und ordentlich. Okay, ich habe die Hälfte eines Teils fertig geflochten. Das verbleibende Ende des Arbeitsröhrchens kann einfach angeklebt werden. Oder du lässt es vorerst in Ruhe. Später, wenn wir beide Teile verbinden, fixieren wir sowieso alle Schwänzchen, damit sich nichts auflöst. Weiter geht's. Die Hälfte der Form ist fertig. Ich drehe das Geflecht einfach um. Und erinnerst du dich an unser Schwänzchen, das hervorstand? Jetzt wird es zum neuen Arbeitsröhrchen. Damit flechte ich die zweite Hälfte dieses Teils. Das Prinzip ist dasselbe. Und möglicherweise kommt dir jetzt eine Frage in den Sinn? Warum nicht einfach von unten nach oben flechten? Warum die Flechtung teilen, dann umdrehen und wieder fortfahren? Ich weiß, es sieht ein bisschen seltsam aus. Aber aus der Praxis sage ich dir, es ist viel einfacher, auf eine Verjüngung zu flechten, als auf eine Verbreiterung. So ist es einfacher, die Form und die Spannung der Arbeitsröhrchen zu kontrollieren. Am Ende wird es sauberer und schneller. Daher ist diese Methode für mich persönlich die bequemste. Okay, ich denke, das Prinzip ist jetzt klar. Jetzt flechten wir einfach zwei Teile nach derselben Form. Versuche, dass das zweite Teil dem ersten maximal ähnlich ist, dann wird das Schleifchen symmetrisch und ordentlich. Sobald beide Hälften fertig sind, ist es Zeit für das Interessanteste. Wir verbinden die Teile miteinander. Zuerst biegen wir beide Figuren und legen sie aneinander. Wenn du genau wie ich sehr lange Schwänzchen von den Ständern hast, dann schneiden wir einfach die überschüssige Länge ab. Als nächstes verbinde ich die beiden Figuren mit einem normalen Faden miteinander. Er bleibt innen und wird später nicht sichtbar sein. Man kann die Stelle über dem Faden einfach mit einem neuen Röhrchen umwickeln. So ist der Faden versteckt und man erhält ein ordentliches Schleifchen ohne sichtbare Endbänder. Aber wenn du Bänder hinzufügen möchtest, die schön unter dem Schleifchen hervorlugen, schau, wie das geht. Bevor du die Mitte umwickelst, füge 2 neue Röhrchen in das Schleifchen ein oder lege sie einfach darunter. Die Hauptsache ist, dass ihre Spitzen unten hervorstehen wie bei einem echten Schleifchen. 2 Schwänzchen auf jeder Seite des Schleifchens. Danach beginnen wir mit der Umwicklung der Mitte, direkt über dem Faden. Ich verlängere sofort die Länge des neuen Arbeitsröhrchens und beginne vorsichtig, die Mitte zu umwickeln. Die Mitte des super langen Arbeitsröhrchens platziere ich genau im Zentrum des Schleifchens über dem Faden. Mit einer Hälfte des Arbeitsröhrchens mache ich einige Windungen von der Mitte zur Außenseite des Schleifchens und lasse diesen Teil vorerst ruhen.
Ich rate dir, es mit einer Klammer zu fixieren, damit sich nichts auflöst, während wir die Umwicklung auf der anderen Seite machen. Nach einigen Windungen beginnen wir mit dem Flechten des ersten Bandes. Schau, diese beiden hervorstehenden Schwänzchen, die Röhrchen, die wir vor der Umwicklung hinzugefügt haben, halte ich vertikal, das sind meine Ständer. Und mit der verbleibenden Länge des Arbeitsröhrchens, mit der wir die Hälfte der Umwicklung gemacht haben, beginne ich, diese Ständer zu umflechten. Genau wie wir zuvor geflochten haben, nur dass es jetzt nicht 3 Ständer, sondern 2 sind. Ich bewege mich einfach von einem Ständer zum anderen und flechte bis zur gewünschten Länge. An diesen Bändern habe ich mich auch entschieden, zusätzliche Umwicklungen zu machen, damit das gesamte Schleifchen ganzheitlich und einheitlich aussieht. Wenn die Länge des Bandes passt, bleibt nur noch die Enden der Ständer und das Arbeitsröhrchen ordentlich zu verstecken. Um das Arbeitsröhrchen zu verstecken, stecke ich seine Spitze einfach seitlich vom Ständer ins Innere der Flechtung. Die Ständer verstecke ich auf ähnliche Weise. Wegen der zusätzlichen Windungen kann das etwas schwieriger sein, aber die Hauptsache ist, die Enden tiefer nach innen zu führen, damit nichts hervorsteht oder sich auflöst. Danach korrigieren wir vorsichtig die Form und schon ist das erste Band des Schleifchens fertig. Mit dem zweiten machen wir alles genau so. Und voilà, unser schönes Schleifchen ist komplett fertig. Teile in den Kommentaren mit, wofür du diese Niedlichkeit verwenden würdest. Vielleicht als Geschenk, Deko, als Spielzeug für den Weihnachtsbaum. Oder hast du noch eine eigene Idee? Ich habe übrigens noch eine weitere Variante des Schleifchens geflochten. Und dieses Mal habe ich die Größe richtig getroffen. Für das Flechten dieses Miniaturschleifchens habe ich super dünne Zeitungsröhrchen verwendet. Und genau solch ein kleiner Schatz hat perfekt als Haarschmuck gepasst. Jetzt muss ich nur noch lernen, schöne Zöpfe zu flechten. Aus Haaren, nicht nur aus Zeitungen. Aber das ist eine andere Geschichte. Vielen Dank, dass du dieses Video bis zum Ende angesehen hast. Abonniere unbedingt den Kanal, um noch mehr Ideen nicht zu verpassen, die man aus der gewöhnlichsten Zeitung kreieren kann. Bis bald in neuen Videos. Tschüss!